Wenn wir heute an Dublin denken, stellen wir uns die lebendige Hauptstadt Irlands vor. Ein Zentrum der Kultur, der Literatur und der Musik. Doch die wenigsten wissen, dass die Ursprünge dieser Stadt eng mit den Nordmännern verbunden sind. Ja, Dublin wurde im 9. Jahrhundert von den Wikingern gegründet. Die Vorstellung ist faszinierend. Krieger aus den Fjorden Norwegens und Dänemarks, die bis an die Küsten Irlands segeln, nicht nur um zu plündern, sondern auch um zu siedeln. Hier errichten sie Handelsstützpunkte, bauen eine der wichtigsten Städte des Mittelalters auf und prägen die irische Geschichte für Jahrhunderte. In diesem Film wollen wir den Fragen nachgehen. Wie kam es dazu, dass die Wikinger Dublin gründeten? Welche Spuren hinterließen sie in der keltischen Gesellschaft, in Sprache, Kunst und Politik? Und warum ist ihr Einfluss bis heute in Irland spürbar? Die Wikinger in Irland. Das ist keine Geschichte von reinen Eroberern. Es ist die Geschichte eines kulturellen Austauschs, von Konflikt und Integration. Eine Geschichte, die das Gesicht Irlands für immer verändert hat. Die Wikingerzeit begann für Irland im Jahr 795, als nordische Krieger die Inselgruppe der Hebriden und anschließend die Küste Irlands heimsuchten. Klöster wie Lindisfarne in England und Iona in Schottland hatten bereits ihre Grausamkeit erfahren. Und nun traf es auch Irland. Die frühen Ziele waren vor allem Klöster, nicht nur wegen ihres Reichtums, sondern auch wegen ihrer symbolischen Bedeutung. Orte wie Clonmacnoise oder Glendalough wurden geplündert. Für die Iren war dies ein Schock. Ihre geistigen Zentren, bis dahin unantastbar, wurden von fremden Heiden zerstört, von Raubzügen zu Siedlungen. Doch schon bald veränderten die Wikinger ihre Strategie. Statt nur auf Raubzüge zu setzen, begannen sie, dauerhafte Stützpunkte zu errichten. Diese Longforts, befestigte Hafenanlagen, wurden zu Keimzellen neuer Städte. 841 Gründung von Dublin. Dublin, schwarzer Teich. Parallel entstanden andere Zentren wie Waterford, Limerick und Cork. Dublin entwickelte sich jedoch schnell zum bedeutendsten. Die Kelten und ihre Welt. Zur Zeit der Wikinger war Irland kein einheitliches Königreich, sondern ein Flickenteppich von kleinen Königreichen und Stammesgebieten. Jeder regionale König beanspruchte Macht über sein Gebiet. Streitigkeiten zwischen diesen Herrschern machten das Land verwundbar. Die Wikinger nutzten diese Zersplitterung geschickt aus. Sie verbündeten sich mit einem König gegen den anderen, lieferten Waffen oder kämpften als Söldner und vergrößerten so ihren Einfluss. Begegnung zweier Kulturen. Hier trafen zwei Welten aufeinander. Die keltische Kultur mit ihrer reichen mündlichen Tradition, den Druiden und den epischen Sagen, und die nordische Kultur mit ihrer Seefahrt, ihren Handelsnetzen und ihrer kriegerischen Gesellschaft. Die Wikinger brachten nicht nur Waffen, sondern auch Verbindungen nach Skandinavien, nach England, nach Island und sogar bis in den Orient. Dublin wurde zu einem Knotenpunkt dieser neuen Welt. Im Jahr 841 gründeten die Wikinger an der Ostküste Irlands einen befestigten Hafen, den sie Dublin nannten, schwarzer Teich. Dieser Name ging auf eine dunkle Wasserstelle im Fluss Liffey zurück. Bald entstand daraus das heutige Dublin. Warum wählten die Wikinger gerade diesen Ort? Der Fluss Liffey war tief genug, um ihre Langschiffe weit ins Landesinnere zu bringen. Die Lage erlaubte sowohl schnellen Zugang zur irischen See als auch Schutz vor Angriffen. Umgebende Ebenen boten Platz für Handel und Landwirtschaft. Dublin wurde zunächst als Longfort gegründet, ein befestigter Stützpunkt von Palisaden und Erdwällen umgeben. Doch schnell entwickelte er sich zu einer permanenten Siedlung. In den folgenden Jahrzehnten etablierte sich Dublin als das wichtigste Zentrum der Wikinger in Irland. Es entstand sogar eine eigene Dynastie von Königen von Dublin, die mit wechselndem Erfolg über die Stadt und Teile Irlands herrschten. Olaf der Weiße,
Olafur Hvít regierte Mitte des 9. Jahrhunderts und stärkte den Handel mit Skandinavien und Schottland. Sigtrygg Caech, Sigtrygr, der Einäugige, herrschte Anfang des 10. Jahrhunderts und prägte die enge Verflechtung von Nordmännern und Iren. Später folgte die berühmte Dynastie der Uí-Imaír, die mehrere Generationen lang Dublin und Teile Englands kontrollierte. Die Könige von Dublin waren nicht nur Krieger, sondern auch Händler und Diplomaten. Sie sicherten sich Macht durch Allianzen mit irischen Königen, durch Ehen und durch die Kontrolle der Handelswege. Dublin wurde zu einem der bedeutendsten Märkte Nordeuropas. Hier landeten Waren aus aller Welt, Sklaven aus Irland, Wales und Schottland, Silbermünzen aus dem Orient, arabische Dirhams, Pelze aus Skandinavien, Wein und Keramik aus dem Frankenreich, exotische Güter wie Gewürze und Glasperlen. Besonders der Sklavenhandel spielte eine zentrale Rolle. Dublin war ein Umschlagplatz für Menschen, die in alle Richtungen verkauft wurden, nach England, nach Skandinavien, ja sogar bis in den Nahen Osten. Die Anwesenheit der Wikinger blieb natürlich nicht ohne Widerstand. Viele irische Könige sahen die Nordmänner als Bedrohung. Es kam zu wiederholten Angriffen auf Dublin und andere Wikingersiedlungen. Die berühmte Schlacht von Clontarf 1014, bei der der Hochkönig Brian Boru gegen die Wikinger von Dublin kämpfte, gilt als Symbol dieses jahrhundertelangen Konflikts. Doch das Bild ist komplexer. Wikinger kämpften oft auch an der Seite irischer Könige, als Söldner oder Verbündete. Die Grenzen zwischen Feind und Jarta, Freund, verschwammen. So sehr Wikinger und Iren auch im Krieg standen, so intensiv war ihr kultureller Austausch. Sprache. Viele altnordische Wörter gelangten ins Irische und später ins Englische. Selbst Ortsnamen in Dublin gehen auf die Wikinger zurück. Religion. Während die Wikinger anfangs heidnische Rituale praktizierten, konvertierten viele später zum Christentum. Kirchen und Klöster in Dublin tragen Spuren dieser Verschmelzung. Kunst. In Schmuckstücken, Metallarbeiten und Runeninschriften finden sich nordische und keltische Motive nebeneinander. Gesellschaft. Heiraten zwischen Wikingern und Iren waren häufig. Ganze Generationen wuchsen in einer Mischkultur auf. Ausgrabungen in Dublin haben diese Geschichte eindrucksvoll bestätigt. Reste von Langhäusern und Werkstätten, Schmuckstücke skandinavischen Ursprungs, arabische Münzen, die den Fernhandel beweisen, und menschliche Skelette mit sowohl keltischen als auch nordischen Merkmalen. Die Archäologie zeigt, Dublin war im 9. und 10. Jahrhundert ein multikulturelles Zentrum, eine Stadt, in der Nord und West, Heidentum und Christentum, Krieg und Handel aufeinander trafen. Das Irland des 9. bis 11. Jahrhunderts war ein Flickenteppich rivalisierender Königreiche. Diese Zersplitterung bot den Wikingern ideale Möglichkeiten. Sie unterstützten oft einen irischen König gegen einen anderen, um ihre eigene Stellung zu sichern. Manche Wikingerherrscher von Dublin heirateten in irische Königshäuser ein. Andere wiederum traten als Söldner auf und kämpften für den Höchstbietenden. So gelang es den Nordmännern, ihre Präsenz über Jahrhunderte hinweg aufrechtzuerhalten. Dublin wurde zu einem Zentrum, das nicht nur militärisch, sondern auch politisch Einfluss ausübte. Der wohl berühmteste Moment der Wikinger in Irland war die Schlacht von Clontarf am Karfreitag des Jahres 1014. Der irische Hochkönig Brian Boru wollte die Macht der Wikinger von Dublin endgültig brechen. An seiner Seite standen irische Verbündete aus verschiedenen Regionen. Die Wikinger kämpften zusammen mit ihren eigenen irischen Alliierten unter Sigtrygg Silkbeard, dem damaligen König von Dublin. Die Schlacht war eine der größten und blutigsten des mittelalterlichen Irlands. Tausende fielen, sowohl Wikinger als auch Iren. Brian Boru selbst wurde nach dem Sieg ermordet, ein symbolischer Moment, der bis heute Legende ist. Obwohl die Iren Clontarf als Sieg feierten, blieb die Realität ambivalent. Dublin blieb weiterhin unter Kontrolle der Wikinger.
Der Einfluss der Nordmänner ging zwar zurück, verschwand aber nicht sofort. Die Wikinger waren mehr als nur Plünderer. Ihr Einfluss auf Irland war tiefgreifend. Städtegründung. Vor den Wikingern gab es in Irland keine echten Städte. Dublin, Waterford, Limerick und Cork wurden durch sie zu urbanen Zentren. Handelsnetzwerke, sie verbanden Irland mit Skandinavien, England, Frankreich und sogar mit dem Orient. Militärische Innovationen, neue Waffen, Taktiken und Schiffe veränderten die irische Kriegsführung. Kultureller Austausch, Sprache, Kunst und Religion wurden nachhaltig geprägt. Die Iren übernahmen von den Wikingern nicht nur materielle Dinge, sondern auch Konzepte, Münzprägung, städtische Verwaltung, internationale Diplomatie. Die irischen Annalen wie die Annalen von Ulster berichten von den Angriffen der Wikinger mit Furcht und Schrecken. Doch sie erwähnen auch Allianzen, Ehen und Handelskontakte. Der berühmte Gelehrte Giraldus Cambrensis schrieb später: Sie kamen als Fremde und Feinde, doch am Ende siedelten sie und wurden Teil unseres Volkes. Diese Worte zeigen die Ambivalenz. Die Wikinger waren Eroberer und gleichzeitig Integratoren. Heute ist Dublin eine moderne Metropole, doch unter ihren Straßen schlummert die Welt der Wikinger. Archäologische Grabungen haben seit den 1960er Jahren Tausende von Funden ans Licht gebracht. In der Wood Quay-Ausgrabung entdeckten Forscher ganze Straßenzüge aus der Wikingerzeit. Holzhäuser, Werkstätten, Boote. Schmuckstücke, Werkzeuge und Waffen belegen das alltägliche Leben der Nordmänner in Dublin. Besonders aufsehenerregend war der Fund von arabischen Silbermünzen, die den weitreichenden Handel bestätigen. Diese Funde machen Dublin zu einem der wichtigsten archäologischen Orte für die Wikingerforschung weltweit. Lange Zeit galten die Wikinger in Irland ausschließlich als Feinde. Schulbücher und Volkserzählungen betonten die Zerstörung von Klöstern und die Grausamkeit der Raubzüge. Doch moderne Forschung zeigt ein differenzierteres Bild. Die Wikinger waren nicht nur Zerstörer, sondern auch Stadtgründer und Händler. Viele Iren sind heute stolz auf das Wikingererbe, das Dublin und andere Städte geformt hat. Festivals wie das Dublin Viking Festival ziehen jedes Jahr tausende Besucher an und machen die Geschichte lebendig. Die Wikinger sind inzwischen fest im kulturellen Gedächtnis Irlands verankert. Straßennamen, Museen und Denkmäler erinnern an die nordische Vergangenheit. In der Popkultur, von Serien wie Vikings bis zu Computerspielen, spielt Dublin als Wikingerstadt eine zentrale Rolle. Touristische Angebote wie Viking Splash Tours lassen Besucher heute noch auf Wikingerfahrt durch die Stadt gehen. So sind die einst gefürchteten Krieger Teil der irischen Marke geworden, zwischen Geschichtsbewusstsein und moderner Unterhaltung. Trotz aller Fortschritte bleiben viele Fragen offen. Wie tief war die Integration der Wikinger in die irische Gesellschaft wirklich? Waren die Könige von Dublin eher nordisch, keltisch oder ein hybrides Herrschergeschlecht? Welche Spuren finden sich in der Genetik der heutigen Iren? Neueste DNA-Analysen zeigen, dass viele Bewohner Dublins bis heute nordische Vorfahren haben. Doch wie stark der kulturelle Einfluss war, darüber streiten Historiker weiterhin. Die Geschichte der Wikinger in Irland ist noch lange nicht vollständig erzählt. Moderne Forschung, neue Methoden und internationale Kooperationen eröffnen spannende Perspektiven für die kommenden Jahrzehnte. Genetische Spuren, DNA-Analysen zeigen, dass viele Menschen in Irland noch heute nordische Vorfahren haben. Besonders in Küstenregionen wie Dublin, Waterford oder Limerick finden Forscher Hinweise auf skandinavische Herkunft. In Zukunft könnten noch präzisere Analysen zeigen, wie stark Wikinger und Iren sich vermischten. Vielleicht lassen sich sogar Familienlinien nachweisen, die direkt auf die Könige von Dublin zurückgehen. Archäologische Entdeckungen. Die Ausgrabungen in Dublin sind noch nicht abgeschlossen. Jede neue Baustelle in der Altstadt könnte weitere Schätze aus der Wikingerzeit zutage fördern. Handelswaren aus dem Orient, Waffen und Rüstungen.
vielleicht sogar unentdeckte Schiffswracks im Liffey. Diese Funde könnten unser Bild der Wikinger in Irland noch einmal deutlich verändern. Immer deutlicher wird, dass die Wikinger nicht isoliert handelten, sondern Teil eines globalen Netzwerks waren. Von Dublin aus führten Handelswege nach Skandinavien, England und in den Orient. Neue Forschungen könnten zeigen, dass Irland im 9. und 10. Jahrhundert viel stärker in die Weltwirtschaft eingebunden war als bisher angenommen. Auch in der Erinnerungskultur werden die Wikinger wohl eine größere Rolle spielen. Museen in Dublin und Waterford planen bereits neue Ausstellungen. Digitale Rekonstruktionen könnten bald ganze Straßenzüge der Wikingerzeit virtuell erlebbar machen. Serien, Filme und Spiele werden das Bild der Wikinger in Irland weiterprägen. Mal historisch genau, mal mythisch überhöht. So werden die Nordmänner auch in Zukunft Teil der irischen Identität bleiben, als Erben, Fremde und Wegbereiter zugleich. Die Wikinger in Irland, das ist die Geschichte von Angst und Zerstörung, von Handel und Integration, von Krieg und Kultur. Sie kamen im späten 8. Jahrhundert als Fremde und Feinde. Sie plünderten Klöster und Städte, verbreiteten Schrecken und Tod. Doch sie gründeten auch Dublin, die heutige Hauptstadt Irlands, und prägten die Insel tiefgreifend. Ihr Einfluss zeigt sich in den Städten, die sie errichteten, den Handelsnetzen, die sie knüpften, den kulturellen Spuren, die sie hinterließen. Die Schlacht von Clontarf mag als Wendepunkt gelten. Doch selbst nach diesem blutigen Tag blieben die Nordmänner ein Teil Irlands. Heute, mehr als 1000 Jahre später, sind sie nicht mehr nur Invasoren, sondern Teil des nationalen Erbes. In Museen, Straßennamen und im Bewusstsein der Menschen lebt ihr Vermächtnis weiter. Vielleicht liegt die wichtigste Lehre dieser Geschichte darin, dass Begegnungen von Kulturen niemals eindimensional sind. Sie bringen Konflikte, aber auch Fortschritt. Sie zerstören, aber sie schaffen auch Neues. Die Wikinger haben Irland nicht nur geprägt, sie haben es mit der Welt verbunden. Und wenn wir heute durch die Straßen von Dublin gehen, dann spüren wir vielleicht noch ein Echo dieser Vergangenheit. Das Rauschen der Langschiffe, das Rufen der Händler, das Klirren der Schwerter und die Anfänge einer Stadt, die aus Feuer, Blut und Handel geboren wurde.